Hallo, heute bei Reingedruckt ist es endlich soweit. Der erwartete Drucker, der später verlost wird, ist endlich da. Kurze Inspektion beim Karton. Steht drauf, Solulu, die Firma, wo wir das Ding bestellt haben. Dann haben wir hier natürlich die Information, dass es ein FDM 3D-Drucker ist. T3, das T steht für Terminator. Die Größe des Gewichts Paketes ist klar. Der Drucker selber hat ein Gewicht von 8,65 Kilo, Paket 10 Kilo. Es ist ein Euro-Stecker dran, ist eine Sache, die ist ganz wichtig. Hier sind natürlich noch die Informationen von dem Hersteller oder von dem Vertrieb in Europa, dass wir da rankommen. Und wir fangen einfach mal an, das Ding aufzuschneiden. So, ich fange an mit Auspacken. So, ich schiebe den Karton noch ein bisschen hier rüber, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich mache den Karton natürlich schön vorsichtig auf, weil ich möchte den natürlich wieder versenden, den Drucker. Ja, und damit ich nicht nur ein Verpackungsmaterial kaufen muss. Und man kann ja auch ein bisschen auf die Umwelt achten. Ne? Also halt mal was wiederverwenden. Zack. So, und wenn man jetzt so reingucken tut, der erste Eindruck, es sieht erstmal sehr sauber verpackt aus. Haben wir erstmal die erste schöne Stoff. Ist kein Styropor, also macht man sich nicht so dolle schmutzig. Dann geht es hier los. Das Netzteil. Sieht solide aus. Dann haben wir hier wieder so ein bisschen Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier eine Tüte. Oh, die kann man sogar wieder verschließen. Gefällt mir. Und in dieser Tüte ist drin unser Anschlusskabel Europa. Dann haben wir hier weiter drin. Das ist der Filamenthalter, der dann später angebaut wird. Und wir haben, keine Ahnung, also sieht aus wie ein langer Kabelbinder. Wofür wir den später brauchen, werden wir sehen. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Eine Schnellinstallation sozusagen. Also wie, was, wo. Gucken wir uns dann beim Zusammenbau an. Dann ist hier noch drin der Filamenthalter selber. Und wenn wir uns den so angucken, die haben hier eine richtige Schraube, also Metalldings reingemacht. Gefällt mir schon mal. Aber, also, dann werden wir definitiv was Größeres konstruieren und drucken. Und packe ich dann später bei der Verlosung mit natürlich in den Drucker mit rein. So, dann haben wir hier noch eine zweite Tüte. Was ist hier drin? Standesüblich der Spachtel. Den lasse ich so, den werde ich nicht benutzen, dass derjenige, der den Drucker gewinnt, dann halt Spaß dran hat. Ein kleiner Maulschlüssel, mal gucken, für was der ist. Dann, die Tüte ist hier unten offen. Deshalb fällt es hier unten raus. Ah, nicht so schlimm. Dann haben wir hier nochmal einen Maulschlüssel, einmal 8, einmal 10. Hochwertig sieht er nicht aus, aber sollte seine Funktion erfüllen. Dann kommen hier nochmal Kabelbinder. Aber wir gucken erstmal, was hier noch drin ist. Hier haben wir eine Filamentzange. Die lasse ich auch so, dass derjenige, der dann halt den Drucker kauft, gewinnt, hat dann halt eine neue Filamentzange. Fasse ich nicht an. Da benutze ich meine. Des Weiteren sind hier jetzt einige Kabelbinder. Dazu will ich mal alle Kabelbinder schnell raus. Dann haben wir hier weiter ein USB-Kabel zum Anschluss an den PC oder an einer Raspberry. Dann haben wir hier noch ein Werkzeug, womit man jetzt die Spitze, also das Nozzle, sauber machen kann. Das lasse ich auch da drin verpackt, dass derjenige, der dann halt das benutzen tut, dann Freude dran hat. Dann haben wir hier, nicht runterfallen. Weiß ich gar nicht, was das ist. Steht eine 2 auf der Tüte drauf. Ah, 2 Schrauben. Dann ist hier nochmal eine Tüte mit 4 Schrauben, aber die sind benummert. Also wird es dann später sehr leicht sein. Hier nochmal eine Tüte mit Schräubele. Und dann ist hier dann auch nochmal Schrauben.
Alles wunderbar mit benummert. Dann ist nochmal eine weitere Tüte mit diverse Imbusschlüssel. Also derjenige, der dann halt die Drucker bekommt, hat dann viel Spaß. So, die packen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier eine kleine Rolle Filament. Und zwar PLA weiß. Wie viel ist hier drauf? Steht gar nicht dabei. Lasse ich auf jeden Fall auch zu, dass derjenige, der den Drucker gewinnen tut, dann halt Spaß hat. Und nicht gleich Filament kaufen muss. Und jetzt kommt hier der eigentliche Drucker. Ich halte es mal so. Der Karton ist leer. Hier haben wir den Drucker drin. Hier ist noch mal ein bisschen Verpackungsmaterial. Sieht so erstmal gar nicht verkehrt aus. Wie das Ding zusammengebaut wird, das seht ihr im nächsten Video. Und das wird... Aber wann wird das nächste Video kommen? Ich habe zurzeit nicht so ganz so viel Zeit. Aber ich werde mich beeilen. Auf alle Fälle die nächsten 2-3 Tage. Ich wünsche auf jeden Fall denjenigen, der das Ding später gewinnen wird, viel Spaß mit dem Gerät. Ich werde es mit euch gemeinsam testen. Und ich hoffe, ihr verpasst keine weiteren Videos. Und damit ihr keine Videos verpassen, tut die Glocke nicht vergessen. Und falls ihr noch nicht Abonnenten von dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Kostet keinem, mir hilft's. Und ich wünsche was. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.